Guck mal da hin, das ist so geil, oder? Haha! Ist das nix, Leute? Das ist doch klasse. So, heute mache ich wieder einen Nudelteig mit meiner KitchenAid. Ich habe mir da so einen Nudelaufsatz geholt. Da wiegen wir erstmal 200 Gramm Semolamehl ab. Ich habe hier pures Semolamehl. Brauchen wir jetzt 200 Gramm davon. 174, genau 200. 2 Eier rein. Das ist ein ganz einfaches, schnelles Rezept. Italiener machen es als ohne Ei, aber ich mache es mit Ei, da wird es ein bisschen fluffiger. Jetzt tun wir das erstmal ein bisschen kneten und dann sehen wir, wie die Konsistenz wird. Hier diesen Haken, wir probieren mal den mal. Erstmal Testlauf. Ja. Und dann brauchen wir ein bisschen warmes Wasser. Braucht da gar nicht viel. Normalerweise 2 Esslöffel warmes Wasser. Gucken wir jetzt erstmal. So, da habe ich ein bisschen warmes Wasser. Da habe ich jetzt mal was drin gemacht. Mal gucken, wie die Konsistenz wird. Es kommt auf die Konsistenz an. Ja, da kann man noch reinmachen. Aber jetzt gerade noch ganz drin. Gucken wir mal, wie es wird. Sieht ja schon gut aus. Jetzt wird es natürlich auch. Jetzt wird es super gut. So soll es werden. So, ich wollte euch ja mal noch zeigen, wie das aussieht. So, da geht er jetzt hin und formt so einen Balle. Also der soll nicht zu trocken sein, aber auch nicht zu nass. So, und das macht er dann in eine Plastiktüte rein und gibt das mal so eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Darf auch gern eine ganze Nacht liegen, das ist überhaupt kein Problem, so wie ihr Zeit habt. Und später setzen wir hier die Nudelmaschine drauf auf die KitchenAid und machen uns leckere Nudeln. Und Leute, ich sag's euch, das schmeckt klasse. So, das Salz haben wir nicht vergessen, weil das ist ein klassischer italienischer Nudelteig, außer jetzt halt die Eier, wo ich drin gemacht habe. Aber ich habe schon ausprobiert, der schmeckt halt mit Eier besser. Wenn der gekocht wird, zieht er sich automatisch das Salz rein. Und dann geht es weiter mit unserem Nudelteig. Da war ja jetzt mal noch eine gute Dreiviertelstunde im Kühlschrank, im Kühlfach unten. So, hier ist das Ding, da habe ich echt ein Schnäppchen gemacht. Gibt es allerdings immer noch bei Temu. Also da kannst du Pizzateige und alles mögliche machen. Da kannst du verschiedene Nudelsorten machen und so weiter. Das klappen wir jetzt hier vor. Dann machen wir das ab hier. Wird das so reingesteckt. So, da ist so eine Nudel, ein Stift, wo das reinrutscht. Da müsst ihr gucken, dass das immer gut drin ist. Also habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich gebe es jetzt nochmal durch. Seht ihr, was ihr hier tollen Teig erhält. Jetzt haben wir hier an der Seite haben wir ein Drehrad. Das ist jetzt ganz groß gestellt. Das stelle ich jetzt mal dünner. Kann man hier das Seite einstellen. Ich gehe jetzt mal auf 5. Geben wir das nochmal rein, lass das nochmal laufen. Immer gucken, dass das fest ist, dass die Nudel an der Seite ingehakt ist, weil das hat ja keine Sicherung. So, geben wir das nochmal durch. Da könnt ihr auch ganz schnell Teige machen, wo ihr füllen tut oder Pizzaflade oder sonst was man war ja auch so in Lidl oder Aldi zu kaufen kriegt. Seht ihr, jetzt ist schon ziemlich dünn. Ja, seht ihr? Schön die Werde. Kannst auch Lasagne machen. Guck mal da hin. Wie geil ist das? Natürlich kannst du dann jetzt auch deine Nudeln schneiden. Lassen wir das nochmal durch die Spaghettis durch. Und mal gucken, wie das wird. Da gefällt mir jetzt. Seht ihr? Schöne Spaghettis. Wunderbar. Die waren jetzt klasse. Ich jetzt gleich mehle, damit die so bleiben. Ja, dass es nicht aneinander kleben. Das muss man rausfinden. Also jetzt war der Teig ganz gut. Aber ich habe mal gemerkt, was ich gemacht habe vorher. So, hier habt ihr eure Spaghettis. Seht ihr, wie schön die sind? Seht ihr? Wunderbar. Und jetzt direkt ins Mehl. Und ein bisschen schütteln. Und dann habt ihr hier perfekte Spaghettis. Schaut es euch an. Perfekte Spaghettis. So sollen sie sein. Also nur solche kleine Stücke am besten. Seht ihr? Gut, es sind ein paar kleine dabei, aber trotzdem sind sie doch gut. Ich mache das jetzt mal ein bisschen länger. Wunderbar. Sie werden wunderbar. Ich sag's euch, sie werden klasse. Jetzt sind sie auch nicht mehr zu nass. Der Teig liegt auch jetzt schon länger. Jetzt sind sie auch nicht mehr zu nass. Das ist wahrscheinlich, darauf sollten wir wahrscheinlich auch achten.
Ah, da hast du ruckzuck hast du da schöne Spaghettis. Seht ihr? Bisschen Mehl wieder. Ich würde jetzt sagen, den Teig ein bisschen trockener halten. Also nicht zu trocken, aber trocken halten. Und dann halt noch gut mehlen. Und dann bekommt ihr wirklich die besten Spaghettis. Schaut es euch an. Ja, das ist doch unglaublich. Ja. Guck mal. Guck mal da hin. Was wollt ihr denn noch mehr? Und da wisst ihr genau, was drin ist. Ich habe ja das letzte schon mal ein paar gemacht. Die waren zwar nicht so schön, aber die haben geschmeckt bombastisch gut. Könnt ihr Lasagne machen, ihr könnt die Teige füllen mit Hackfleisch oder sonst was, das ist doch einfach geil. Tun wir das nochmal so durchschneiden und mehle das und dann geht es wieder durch die Spaghetti-Rolle durch. Diesmal haben wir es auch schön gleichmäßig. Also ich sag ja, wenn du das 2-3 Mal machst, guck mal da hin, das ist doch geil, oder? Haha! Bisschen Mehl. Also wenn die Nudeln danach noch ein bisschen trockener sind, dann geht es wahrscheinlich noch besser. Also normalerweise brauchst du fast kein Wasser mehr. Vielleicht nur noch ein kleines Schlückchen. Das tun wir wieder ein bisschen Mehl. So, dann probiere ich noch was aus. Seht ihr, das ist jetzt schön gemehlt. Und jetzt probiere ich noch was aus, ob man das hier dann die Nudeln auf so eine Rolle drauf machen könnte. Ja, funktioniert doch. Schaut euch das an. Ist das nix, Leute? Das ist doch klasse. So, machen wir wieder rein. So Leute, jetzt brauchst du das nur noch abzukochen, das wisst ihr ja. Besser wie ich noch. Hey, das gibt ein geiles Mittagessen. Dann noch ein Braten dazu. Ich habe jetzt hier noch, das ist ein Rosenstück vom Rind. Und das ist ein ganz, ganz tolles Stück Fleisch. Also beim nächsten Mal weiß ich schon, immer Mehl dran machen, bevor man das Rind macht. Gebe ich jetzt alle mal hier rein. Seht ihr, und die kleben die überhaupt nicht. Und die werden ja knüppelhart, ne? Du lässt ein bisschen an der Luft draußen und dann sind die, ich sag jetzt mal in einer Stunde, sind die ja schon knüppelhart. Da müsstest du aber aufhängen. Ja, das ist halt alles Arbeit. Ich würde sagen, so ist das Schnellste und das Beste. Du hast hier, schaut mal her, du hast hier eine ganz lockere, leichte Spaghettis. Und was willst du mehr? Und dann geben wir das hier durch. Dann werden die Walze ganz sauber. Seht ihr? Da ein bisschen aufkloppen, rechts und links, das ist sauber. Hier kann man es auch durchlassen, bei den großen Nudeln. Kriegt da jetzt zwar Nudelstreife, oh, das ist auch noch was anderes. Ah, da können wir mal gleich probieren, was dann noch draus gegeben wird. Seht ihr, wenn man das zweimal durchgibt, gibt es auch dann feine Streifen. Also so könnt ihr das ein bisschen sauber machen. So, Spaghetti Aioli, der Rico.